Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial. Hier möchte ich nochmal zeigen, wie man in FreeCAD eine ähm, Konstruktion erstellt auf Basis einer STL. Nicht indem man die STL importiert und dann zu einem Volumen macht, sondern einfach nachzeichnet. Ähm, Ich habe hier die FreeCAD-Version, da gehen wir mal gerade rein. Okay, ich sehe, die ist auf Englisch, ich stelle die jetzt gerade mal auf Deutsch und dann seht ihr das auch direkt, wie das geht. Das ist die 020 in der Version 25429 und Bild so, umstellen, Sprache, Edit und dann im Englischen ist das hier Preferences und dann stelle ich einfach das hier auf Deutsch um. Und dann gehen wir auf Apply und OK und schon ist das fertig und jetzt ist das hier Einstellung, nicht mehr Preferences. Und alles andere ist auch deutsch geworden. So, also wie gesagt, FreeCAD-Version habe ich euch vorhin gezeigt. So sieht das Ganze dann in Deutsch aus, ist nicht viel anders. Und ich mache eine neue Datei. Steuerung N können wir da drücken und dann haben wir hier die neue Datei angelegt. Zur Version von FreeCAD, und zwar, ich möchte hier in Part Design Modus. Da habe ich hier ein Menü angelegt, ein Zusatzmenü, wo so ein paar Befehle drin sind, die mir halt wichtig sind. Das ist insbesondere dieser Befehl hier, Kopie einer Form aufbereiten. Das habe ich in einem anderen Tutorial gezeigt, wie man das hier macht. Wenn man das nicht so macht, dann muss man, um diese Funktion aufzurufen, in den Part-Modus und hier unter Formteil Create a Copy und dann hier Form aufbereiten wählen. Okay, aber wir starten einfach, neue Datei ist erstellt. Ich fange jetzt erstmal gar nicht im Part-Design-Modus an, sondern im Mesh-Design-Modus. Und da habe ich hier die Möglichkeit, ein Netz aus einer Datei zu importieren. Die Funktion möchte ich jetzt auch nutzen. Das ist eine STL-Datei. Da hatte jemand gerade auf FreeCAD eine Frage gestellt. Er wollte das halt anpassen, kriegt das nicht hin. Und deshalb mache ich dieses Video hier auch. So, das habe ich unter Downloads, 3D-Druck, Thingiverse und dann müsste das hier, da bin ich irgendwo falsch dran gekommen, müsste das hier unten sein. Das ist der Haken und die habe ich noch gar nicht entpackt. Downloads, 3D-Druck, Thingiverse, Haken und einmal entpacken. Jo, mach mal und schließen. So, dann wechsle ich mal wieder ins FreeCAD. Dann haben wir hier Files und Double Door Hook. So sieht das Ganze aus und dann geht es jetzt um Parametrik, weil nicht alle Türen passen halt. Manche sind breiter und dann passt das Ding halt nicht. So, gucken wir uns gerade mal an. Das ist konstruiert in der Frontansicht. Das können wir auch ruhig so machen. Das heißt, dieses Objekt hier, das lasse ich als STL-Datei genauso bestehen, wechsle jetzt in den Part-Design-Modus und erzeuge eine neue Zeichnung beziehungsweise einen neuen Körper mit einer neuen Zeichnung. Das können wir direkt hier über Zeichnung machen. Neuer Körper ist erzeugt und das wird jetzt die, können wir hier sehen, die XY-Fläche. Genau, in der Aufsicht hat das konstruiert. Jetzt sehen wir es. Also wir machen das auch in der XY-Fläche und da soll jetzt dieses Teil hier nachkonstruiert werden. Beginnen wir einmal, ich möchte das eigentlich in 2 Parts machen und hinterher die Teile zusammensetzen. Einmal den Haken und einmal diesen Part, der an die Tür kommt. So, fangen wir mit dem Haken hier an. Ich gehe erstmal auf die Polygonfunktion und dann zeichnen wir hier so ein bisschen rein. Bis da, bis da. Ja, das machen wir so nicht.
So, erstmal wechsle ich hier, dass wir das alles schön sehen. Dann zeichnen wir hier jetzt erstmal, das können wir glaube ich ruhig so stehen lassen. Ja, das machen wir auch mit dem Kreis. Okay, ich erzeuge jetzt erstmal einen Kreis, der so ungefähr dem hier entspricht. Bisschen größer noch, bisschen verschieben. So sieht das eigentlich ganz gut aus. So, dann machen wir hier noch einen Kreis hin, der dem da entspricht. Okay, so sieht das gut aus. Der Kreis hier. Die beiden, die verbinde ich erstmal tangential. Das mache ich entweder, indem ich hier tangential auswähle oder T drücke. Jetzt hängen die da zusammen. Und ich kann jetzt das hier verschieben. Ja, es muss ja nicht 100% so werden, wie es hier dargestellt ist. So, dann haben wir noch einen Kreis, der hat denselben Mittelpunkt und wird so. Und den machen wir da tangential dran. Das hier ein bisschen verschieben. Ich sage einfach mal, so können wir es lassen. So, das hier, die wird daran gebunden, das geht über Shift und O. Oder indem ich diese Funktion hier auswähle, dann können wir den Punkt hier verschieben. So soll das aussehen. Und ja, lassen wir es so. Gut, dann zeigen wir das hier rein. Der kommt da dran. So, der ist auch nicht so ganz richtig. So, gut. Machen wir einmal unten das mit den Kreisen. Das sollte ungefähr so sein. Verschieben wir das mal. Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir noch einen Kreis auf demselben Mittelpunkt. Das ist der hier. Und dann haben wir hier einen Kreis. Der kommt so und der wird da tangential und da tangential angebunden. Und dann können wir das hier so verschieben. Das hier so ein bisschen größer machen. Ein bisschen runter, ein bisschen kleiner. Der soll aber da so schön dranhängen. Das wird da tangential und jetzt können wir das hier rüber schieben. Das hast du ungefähr hingehaut. So, bei dem hier, der soll so werden und da fixiere ich jetzt erstmal den Mittelpunkt. Da muss ich jetzt gucken, ob ich da die Funktion finde. Das ist das hier. Und den hier, den können wir jetzt verschieben. Den Radius oder Durchmesser, den können wir fixieren. Guck mal da, 40 ist doch gut. Der wird 60 sein. Das können wir so lassen. So, jetzt bemessen wir doch mal einmal das Maß hier. Müssen wir gerade mal schauen, ob wir da überhaupt schon was haben. Ja. Bin mir nicht ganz sicher.
Doch, ich denke schon. Also, wir bemaßen einmal den hier. Der Punkt zu dem Punkt. Das sind 10. So, da habe ich nämlich noch keinen dran gezeichnet. Also das Maß, das ist 10. Und dann können wir jetzt hier weiter zeichnen. Von da nach da bitte. Dann nach unten. Und zwar dahin. Und der wird tangentiell an den. Das geht aber nicht. Das spielt aber keine Rolle. Machen wir Steuerung Z. So, dann zeichnen wir hier das auch weiter. Da möchte ich jetzt auch einmal die Durchmesser bemaßen. 65. Durchmesser 40. Durchmesser, den kann man nicht bemaßen, weil der da drin hängt. Okay, zeichnen wir hier weiter nach da und von da. So, das wird dahin gehen. Tangential. Und haben wir jetzt alles? Ich denke schon. Wir können das hier mal gerade bemaßen. Das sind die 10. Das heißt, der und der, die werden vertikal verbunden. Mit Shift V machen wir das. Ne, mit V. So. Vertikal verbunden. Du bitte auch mit der vertikal verbunden. Der hängt hier unten aber. Na, machen wir Steuerung. Das können wir so nehmen. Gut, jetzt werden erstmal die Sachen rausgelöscht, die wir nicht mehr brauchen. Das machen wir über diese Funktion hier. Dann nehmen wir den weg, den bitte auch. Und dort, da fehlt noch der... Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Das können wir aber jetzt nochmal machen. Das heißt, ich zeichne da nochmal einen Kreis rein auf den Mittelpunkt hier. Und der wird bitte tangential an den. Und der wird da angebunden über Shift O. Und dann ziehen wir den so, wie er sein muss. So zum Beispiel. Okay. So, jetzt können wir noch mal rauslöschen. Du bitte raus. Dann sieht das hier auch gut aus. Den können wir rausnehmen. So, das machen wir hier unten auch. Gucken wir, haben wir da alle? Ich denke schon. Der sieht gut aus. Der sieht auch gut aus. Der muss auch raus. So, und der bitte auch. Und jetzt habe ich die Kontur dieses Hakens nachkonstruiert. Wir können schauen, ob das klappt. Ich schließe das erst einmal und wir machen daraus eine Aufpolsterung. Mache ich ruhig mal 50 und da sieht man, das klappt. Okay, und also der ist auch wirklich nur 10 dick. Und da haben wir das Teil fertig. So, jetzt kommt dieser Haken hier noch dran. Das heißt, ich erzeuge einen neuen Körper. Dem geben wir jetzt erstmal hier einen Namen. Das ist der Haken. Und das hier ist Tür
Befestigung. Und da machen wir auch eine neue Zeichnung rein, auch auf der XY-Fläche. Und da starten wir hier und zeichnen das genauso nach. Das ist hier wesentlich einfacher. Das mache ich eigentlich. Machen wir das erstmal so. Einfach ein Rechteck konstruieren. Die Ansicht wählen, dass wir hier das auch korrekt sehen. Das Maß hier 18,62. Machen wir mal 19 mm. Und so, dann können wir das hier rauslöschen. Das hier verschieben. Und da jetzt wieder mit den Polygonen weiter zeichnen. Du bitte daran. Du bitte vertikal. So, du bitte horizontal, also Buchstabe H drücken. Hier oben seht ihr ja, was ich drücke. So, was haben wir hier für ein Maß? 15,6. Und wieder in die richtige Ansicht gehen. Das Maß machen wir ruhig mal 15,6. Und ich weiß nicht, warum der Meister da so einen Haken drauf gemacht hat. Das hat eigentlich, ja, vielleicht zur Stabilität kann das sein, um das da ein bisschen stabiler zu machen. Das können wir auch noch machen. Okay. Das heißt, ich gehe mal wieder in die Ansicht hier und dann zeichnen wir hier ein Polygon drauf. Von da nach da. Das war ein Spline, das möchte ich nicht haben. Polygon. Auch machen wir wieder den Kreis hier oben hin. Das kommt weg, der soll nicht da drauf. Größer. Ich glaube, die können sogar aufeinander gepackt werden. Taste C. Ja, das sieht gut aus. Und dann zeichnen wir da zwei Linien rein. Eine liegt hier drauf, eine kommt da tangential dran. Und hier auch auf die Linie und da. Das machen wir auch tangential. Das hier so ein bisschen verschieben. Und können jetzt wieder die Sachen rauslöschen, die wir nicht brauchen. Ich habe das ja hier ein bisschen breiter gezeichnet. So, das machen wir wieder mit der Funktion hier. Du kommst raus. Okay, da machen wir erstmal ein paar Maße rein. Das Maß ist fix und so, und der ist fixiert. Das machen wir über das Schlosssymbol. Und jetzt können wir die Sachen rauslöschen, die wir nicht mehr haben wollen. Du und du bitte raus. Und der kann bitte auch weg. Hier gucken wir jetzt mal gerade, der kann auch weg. Dann habe ich auch diese Verstärkung damit dran konstruiert. So, jetzt ist der Haken soweit fertig und jetzt soll ja dieser Haken hier an der Tür, das soll parametrisch werden. Das heißt, ich fixiere jetzt erstmal die Sachen, die bei diesem Objekt wirklich fixiert werden müssen. Das heißt, diese und auch dieser ganze Klamauk hier, der wird fixiert. Das machen wir über diese
Parkverbotsschild hier. Und dann haben wir jetzt Maße hier drin. Das Maß zu dem. Shift D für das Maß wählen 1,77. Dann machen wir mal 2 raus. Der kann ruhig ein bisschen stabiler werden. Und dann haben wir das Maß. Dann machen wir 13 mm raus. So, jetzt ist das Teil komplett eingeschränkt und das Maß, das soll jetzt parametrisch werden. Und damit das parametrisch werden kann, erzeugen wir, erstmal kann ich die Zeichnung schließen und so, das ist jetzt das Teil von ihm, das heißt, das kann ich jetzt mal unsichtbar machen, da sieht man das Teil hier und da kann ich jetzt das aufpolstern. Dann können wir uns das Maß aussuchen, wie weit wir das aufpolstern wollen. Da hat er 30 mm genommen und dann kann man das hinterher hier noch entsprechend abschrägen. Gut, das können wir machen, die Abschrägung, aber das machen wir erst im zweiten Verlauf. So, jetzt geht es um die Parametrik. Ich wechsle jetzt in den Spreadsheet-Modus, erzeuge ein neues Spreadsheet hier über diese Funktion. Dem gebe ich einen Namen, der muss kurz sein und schnell zu tippen. Ich wähle da immer AAA oder BBB oder was, das ist schnell zu tippen. Dann machen wir einen Doppelklick auf das Spreadsheet. Das ist jetzt hier wie so eine Excel-Tabelle. Da schreibe ich hier vorne die Namen der Parameter rein. Ich habe hier nur einen Parameter, das ist die Breite. Und diese Breite, die soll sein, wir können über STRG Tab jetzt immer wieder hier reinwechseln, können hier die Zeichnung aufmachen. Da sehen wir das Maß, 15,6 mm. Okay, das tippen wir hier ein, 15,6 mm. Und das wird ein Alias. Ich nutze jetzt hier nicht die Funktion, das automatisch zu machen mit diesem Spreadsheet. Das macht bei einem Parameter absolut keinen Sinn. Nicht jeder hat hier auch diese Funktion installiert. Es geht halt auch manuell. Das heißt, ich wähle jetzt hier rechte Maustaste Eigenschaften, tippe auf Alias und gebe hier den Alias Breite ein. So, dann wird das so gelb hinterlegt und dann weiß man, das ist ein Parameter. Und dann kann ich hier in die Zeichnung wechseln, Doppelklick hier in, dann klicke ich hier auf dieses kleine runde Symbol, da ist sowas wie FX, so lese ich das, was da steht. So, hier ist die 15,6 mm und dann kann ich jetzt eintippen AAA.Breite und dann übernimmt er diesen Wert aus der Tabelle und ich schließe die Zeichnung und dann schauen wir uns nach, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, ich wechsle in die Tabelle und sage, okay, da hätte ich gerne 20 mm. Wechseln wir hier hin und dann sieht man, das ist entsprechend breiter geworden. Okay, jetzt machen wir noch die Abschrägung zu guter Letzt. Das heißt, da ich wechsle wieder in den Part Design Modus. Und da möchte ich hier raus eine Abschrägung machen. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Und das machen wir über Distanz und Winkel, denke ich mal. Machen wir mal die Größe 8. Und wir ändern den Winkel ab. Und dann sehen wir, ja, das sieht schon mal gut aus. Das werden aber wahrscheinlich 10 sein, was er da abgeschrägt hat. Ja, und dann können wir jetzt den Winkel hier so anpassen, dass er mit seinem hinkommt. Das haben wir hier, 75 Grad. Okay, und dann ist das Teil komplett nachkonstruiert. Wir können nun beide verbinden. Das macht man hier über diese Funktion hier. Das heißt, ich wähle das Hauptteil aus, das ist in dem Fall der Haken, klicke einmal in die Zeichnung, dass das nicht mehr selektiert ist, wähle diese Funktion Boolsche Operation mit 2 oder mehr Körpern aus
Dann soll eine Vereinigung sein, das ist richtig. Ich klicke auf Körper hinzufügen und dann brauche ich nur noch den zweiten Körper anzuklicken. Das ist die Türbefestigung und einmal OK drücken. Und jetzt habe ich nur noch einen Haken hier und den kann ich als Objekt exportieren. Das heißt, Steuerung E drücken. STL ist bei mir standardmäßig ausgewählt. Ihr müsst es gegebenenfalls beim ersten Mal wechseln. Und dann hat er hier seinen Haken. Ich wähle da jetzt ein eigenes Teil. Haken FreeCAD. Und dann ist der Haken exportiert in Cura. Jetzt kann man den jetzt einfach einladen. Steuerung O. Und den haben wir in Downloads. Einmal zurück. Hat er sich vertan. Dann war ich zu schnell. Downloads und 3D-Druck und Thingiverse Haken. Files und da ist mein Haken, den können wir öffnen und dann können wir den slicen und dann ist der in knapp über einer Stunde gedruckt. Wird ein bisschen länger dauern. Cura ist ja immer ein bisschen zu optimistisch, was die Druckzeit angeht. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst auch bitte ein Abo da. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos von mir informiert. Und damit wünsche ich alles Gute und viel Spaß beim FreeCAD und beim 3D-Drucken. Tschüss!